Herzlich willkommen zu diesem Video, zu meinem Podcast. Ein Impuls aus meinem Herzen kommt zu dir. Ich bin in Indien. Es ist sehr, sehr wesentlich zu verstehen, dass das Leben ein Spiel ist. Und es ist nicht irgendein Spiel, es ist dein Spiel. Was heißt das? Dein Bewusstsein, das, was sich in dir abspielt, die kleinen Stories, die ganzen Dinge, die du denkst, die du erwartest, die du empfindest, die du meinst, die sind richtig und so weiter. All diese Dinge sind es, die du phasenverschoben, zeitverschoben im Außen siehst. Ich bin bunt von innen und ich lebe im Bunten oder ich bin im bunten Außen. Also jede einzelne Szene, die dir begegnet, hat mit dir zu tun. Jeder Baum, jeder Stein, jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Tier, alles sind Anteile von dir, sind Teile von dir, sind von dir erschaffen, sind von dir in die Realität gebracht. Es gibt kein getrenntes Außen von dir. Dein Außen ist eigentlich innen. Das sind sehr, sehr tiefe Sachen, die ich dir da sage. An denen kannst du möglicherweise eine Weile arbeiten, bis sie sich dir erschließen und du verstehst, okay, was ich da eigentlich sage. Das heißt, Szenarien, die für dich schwierig sind, da sitzen deine Gedanken noch fest und meinen, sie müssen so denken. Gefühle in dir von Erfahrungen, die du gemacht hast, die du so und so mit deinem Bewusstsein bestimmt hast, als schlecht oder als gefährlich oder was auch immer. Und dieses Gefühl, es ist gefährlich und so, sitzt in dir und erschafft weitere Bilder. Und diese Bilder zeigen sich dann im Außen in Situationen, die eben entsprechend schwierig sind. Aber die Wirklichkeit ist, es sind Gedanken, Gefühle und Dinge, die du in dir bestimmt hast, die sie so, wie du sie fühlst, richtig ist. Stell dir vor, du hast eine schwierige Kindheit durchgemacht. Du hast schwere Erfahrungen gemacht, verletzende Erfahrungen. Und stell dir vor, du bist noch nicht an den Punkt gekommen, die restlos zu verzeihen, loszulassen, zu entlassen. Die sind immer noch in dir. Immer wieder wirst du unten drunter dir Sachen erschaffen, wo du verletzt wirst, weil die in dir sind. Wenn du die verzeihst, wenn du sagst, okay, ich habe hier menschliche Erfahrungen gemacht. Erfahrungen können nicht richtig oder falsch sein. Sie sind schmerzvoll, sie sind längst vergangen. Ich bin jetzt bereit, sie loszulassen und ich entlasse sie für immer und ewig. Dann können sie aus deinem System abziehen und verschwinden und werden dir nie wieder, immer wieder unten drunter diese Verletzungen produzieren im weiteren Verlauf. Ich bin du, der Stein, die Pflanzen, die Tiere, die Erde, alles, was mir begegnet, jede einzelne Veranstaltung, jedes einzelne Szenario. Warum bin ich das? Ja, weil das mein Bewusstsein ist.
Das habe ich in mir. Das sind die Bilder, die ich in mir habe, die ich erschaffe. Und der Spaß zu inkarnieren ist, dass wir mit unseren vielen Inkarnationen einen Erfahrungsleib haben, den wir immer wieder anziehen können, und dann können wir in dieser Dimension losspielen. In einer Bewusstseinslimitierung. Und diese Bewusstseinslimitierung ist ein großer Spaß für unsere Seele, weil sie Dinge erfahren kann, manifestiert und Bilder von innen in eine sogenannte Realitätswelt erschafft. Das ist ein Riesen-Gaudi auf Ebene der Seele. Und es ist etwas Außergewöhnliches, dass du da bist und das dir erschaffen hast, ermöglicht hast, hierher zu kommen und diese Erfahrung zu machen. Und jede einzelne Erfahrung, die du machst, ist dafür da, dich immer wieder daran zu erinnern, wer du eigentlich bist. Dass du der Projektor deiner Realität bist. Ja, wie ein Filmprojektor kannst du dir das vorstellen. Und die Bilder, die du einlegst, oder die Filmrolle, die du einlegst, sind die Sequenzen, die du in Gedanken und Gefühlen von in dir hast, mit dir trägst. Du kannst daher deinen inneren Bildern nicht abhauen. Aber innere Arbeit, also das Entlassen und Verzeihen von Dingen, die du nicht in dir haben willst, erschafft dir eine neue Realität. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist das Spiel des Lebens. Das ist das Allerentscheidendste. Ich habe sehr starke Sonne, daher kann ich dich kaum anschauen. Aber das macht ja nichts. Das ist es, worauf es ankommt. Erkenne das Spiel des Lebens, fange es an zu spielen und bringe das Spiel des Lebens in die Richtung, wie du sie haben willst. Erschaffe aus den Wüsten blühende Landschaften. Erschaffe aus kriegerischen Situationen von Miteinander und Liebe. Erschaffe aus Mangel Fülle. Alles ist in dir. Erkenne die Größe deines unvorstellbaren Wesens. Die Energie, das, was dich ausmacht, ist unsterblich. Die Hülle, die du hier trägst, ist das Spielinstrument, mit dem du diese Realität erfahren kannst. Du kannst alles lieben, alles schätzen. In allem spiegelst du dich selbst wider. Und du bist frei, alles zu gestalten, genauso, wie du es wirklich haben willst. Aus tiefer Liebe zu dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.